Mit Nadine sind wir auf großer Entdeckungsreise zusammen mit Mobihaus. Du bist auch aus Rostock? Ich bin aus Rostock tatsächlich, nicht gebürtig, aber ich lebe da und ich bin Mobihaus Deutschland. Ja, Rostock ist direkt am Meer. Da lebt man schön. Ja, da lebt man sehr schön. Wird es auch wärmer in Rostock mittlerweile? Ja, na klar. Auch wir haben die Klimaerwärmung und ich muss dir sagen, es wird richtig, richtig heiß und ich bin ganz froh, dass man ab und an mal auf den Strand ausweichen kann. Ja, der Strand ist ja schön in Rostock? Super schön. Immer eine Reise wert. Also wer noch nicht da war, unbedingt hin. Du wohnst wie lange schon in Rostock? 15 Jahre jetzt? 15 Jahre. Das heißt, du hast die ganze Veränderung mitbekommen. Ich war in Rostock drehen. Ja? Ja, ich habe gedreht. Jetzt kein Tiny House oder sowas, sondern wir haben das Ganze gedreht und zeigen mal ganz kurz hier. I'm a Caravan, I can drive. Das heißt, den kannst du mitnehmen. Ja, das ist genau der. Du hast es ja vorhin mich mal angesprochen. Also das ist der Trailer und der Caravan, den du tatsächlich hinten ans Auto dran machst. Und damit kannst du losfahren. Der hat eine Zulassung. Du wirst es auch gleich am Kennzeichen sehen. Der ist in Rostock zugelassen. Wir sind ja irgendwie hierher gekommen. Der hat 3,5 Tonnen und damit darf er auf die Straße. Krass, den kann ich einfach selber ziehen. Eigentlich ein Wohnwagen, wenn man so möchte. Genau. Ja. Könnte ich den morgen hier und heute da? Wird das gehen? Also von der Stabilität her, dass sich der Rahmen nicht verwindet? Absolut. Du siehst ja, ich weiß nicht, ob du es am Anfang wahrgenommen hast, diese riesengroße Fensterfront, die wir vorne haben. Und der Trailer ist jetzt, 700 Kilometer von Rostock hierher gekommen und es ist alles schick. Steht noch alles da, wo es ist? Steht noch alles, ja, ist noch alles heil. So, ihr habt jetzt ein bisschen Campingtechnik hier eingebaut. Das heißt, das Ganze ist wirklich hochautark. Genau, der ist autark. Wir haben hier eine Solaranlage auf dem Dach. Wir haben den Batteriespeicher im Deichselkasten, den hatten wir vorhin zu Anfang mal kurz gezeigt. Wir haben natürlich hier eine Komposttoilette drin, ganz klar, damit wir autark sind und wir arbeiten mit Frischwassertanks. So, das heißt, hier könnte man prima das Wasser vom Dach aus sammeln. Vom Dach aus sammeln nicht. Du hast natürlich deine Öffnung für das... Ja, das ist klar, aber ich könnte es, wenn es würde technisch gehen. Ja. Ja, wenn jemand ganz autark sein möchte und sagt, okay, das Wasser will ich dann auch noch nutzen. Es gibt ja heute so Filteranlagen, da haben wir schon öfter mal drüber berichtet, die machen die aus Matschwasser Trinkwasser. Gestern war einer hier, der hat mir das vorgestellt, ich war völlig hin und weg, kannte ich noch gar nicht. Haben wir übrigens aus China importiert. Wir haben nämlich den Importeur gefunden, der diese praktisch Wasseraufbereitungsanlagen, und da haben wir jetzt mal welche bestellt und siehe da, sie kosten nur ein Fünftel. Und funktioniert aber auch? Nee, es ist der Originalhersteller von den anderen. Ach so. Und die Kartusche kostet, schätz mal eine Austauschkartusche, was sie im EK kostet in China. Ich wollte gerade sagen, beim Chinesen, ich weiß nicht, 20? Nee, 8 Euro. 8? 8 Euro kostet eine Filterkartusche. Wow. Die werden hier verkauft, also 180 Euro. Also hier hast du einen anderen Preis, der aufgerufen wird. Da wäre mal, ich gebe dir anschließend mal ein paar Infos, da können wir das mal gucken. Gerne. So, das Thema ist ja so, das ist schon ein bisschen aus dem Bereich ökisch raus. Das heißt, der Otto-Normalverbraucher, der interessiert sich ja jetzt für Tiny Häuser, oder? Es war ja vorher eine Bewegung, wo viele Leute gesagt haben, so, ich lebe anders, ich esse nur Tomaten. Ja. Aber Nein, es ist tatsächlich nur noch Öko und Nachhaltigkeit gefragt. Also der Tiny House Trend ist eigentlich in erster Linie Minimalismus. Und ich sag mal, im Moment, wir wissen das alle, die Wohnungen sind nicht mehr bezahlbar. Du kannst kaum noch ein Haus bauen selber. Grundstücke sind wirklich auch teuer geworden. Du musst viel Glück haben dabei. Und da ist es natürlich für jemanden, der gerade am Anfang seines Lebens steht, viel, viel einfacher, sich ein Tiny House zu kaufen, hat sein Eigentum anstelle von einem Hausbau, wo du 20, 30 Jahre verhaftet bist. So, jetzt gucken wir mal, was hier hinten drin ist. Da ist nämlich ein bisschen Haustechnik drin. Ich gehe mal hier in den Trailer rein. So, LRO, das ist Kennst du das Kennzeichen? Landkreis Rostock, So oder sieht's was? aus, genau. Da ist er angemeldet. So, Zwei Gasflaschen? Hier ist der Platz für 2 Gasflaschen. Du siehst die Gasleitungen zulaufen, die Öffnung. Okay. Und hier auf der anderen Seite haben wir... Das ist auch ein nettes Detail, haben wir gerade gesehen. Der Boden, der hat so eine spezielle Isolierungsschicht drin. Thermofolfolie. Genau, Thermofolfolie, dass da nichts durchkommt. Das ist Profi aus dem Profibereich. Richtig. Und das hier ist wieder mein fehlendes Feingefühl. Warte. Du hast ja auch mehrere Kinder, also insofern. Ja, das stimmt, aber irgendwie trotzdem sollte ich weiß, wieso geht die nicht? Sie war eben noch auf. Ja, ich weiß, aber es kann auch sein. Haben wir für den Dreh, vielleicht hat der Kollege das wieder zugemacht. Du, wir haben Zeit. Ich zeig derweil mal, wie es hier weht in Karlsruhe. Das Wetter besser hätte es nicht sein können für euch. So, jetzt moderiere ich noch ein bisschen über. Hier vorne stehen ganz viele Leute. Der Kollege. Du bist der wer? Das ist Name? Bartek. I'm the owner of Mobihaus. So, er ist der Chef hier. So. Und der Chef weiß natürlich, Perfekt, danke dir. ich zeig mal, was er gemacht hat. Da vorne ist ein Riegel drin gewesen, den die Nadine nicht aufbekommen Den hat. habe ich nicht hochgeschoben bekommen. Sind die froh mit dir, die Leute vom Mobihaus? Was sind Sie? Ob die froh sind mit dir? Ach so, na klar, happy ohne Ende.
So ist das, ja. Das ist was ganz Besonderes, könnte auch von Victron sein, aber hier hast du alles in einem. Du kannst damit die Batterien aufladen, du kannst Solar. Du siehst auch, ich meine, gut, jetzt haben wir es gerade ein bisschen bewölkt, aber du siehst trotzdem, dass es sich bewegt. Naja, nee, jetzt gerade nicht, aber normalerweise siehst du wirklich, dass die Zahlen fleißig rennen. Das hängt ja auch davon ab, die sind ja jetzt hier schräg drauf, bin ich gerade in Sonnenrichtung. Im Moment ist gerade bewölkt, also jetzt gerade ist ein bisschen weniger, aber so kriegst du die Batterien sogar im Winter, wenn du genug Solar hast, einigermaßen voll. Erstens das und zweitens, der Strom geht tatsächlich direkt ins Haus rein und wird sofort verbraucht. So, wir kommen mal, zeigen mal, das ist ein bisschen wie beim Wohnwagen. Ich gehe mal kurz hier durch. Du hast deinen Hausanschluss hier. Du hast bei den großen Häusern, glaube ich, Drehstromanschluss. Kraftstrom, oder? Ja, 32 Ampere. Und du siehst, das ist ja hier so was wie eine Hybridlösung. Hier, gerade wenn wir in den Campingplatzbereich gehen, können wir natürlich nicht mit Kraftstrom arbeiten, mit 32 Ampere, sondern haben hier immer den blauen Anschluss, 16 Ampere. Und der Rest ist ja über Gas dann auch gesteuert. Preis von dem Schätzchen? Schau mal, hier vorne ist ein Warte, ich komme. Ein Preisschild. So, Messepreis ist 54.534 € und 43 Cent. So sieht's aus. Und der Preis ist inklusive Steuer und inklusive abholen Steuer, ja. Könnte ich selber. Hier oben sieht man auch die Solaranlage am Dach. Wenn wir gleich ein Stück zurückgehen, sehen wir sie sogar selber. Das kannst du nämlich von hier sehen. Lass uns mal ein Stück zurückgehen. Warte, ich mach's sofort. Ich zeig's dir mal gerade von innen. Mobi 04 heißt. Das ist Mobifos jetzt hier. Okay. Das ist so, ihr habt aber trotzdem habt ihr noch Zahlen verwendet, weil naja, wir haben ja natürlich mehrere Grundrisse und das ist eins von unseren Standardgrundrissen. Aber jetzt ist es so, wenn die natürlich von vielen verschiedenen Kunden angefragt und gebaut werden, dann müssen sie natürlich auch einen anderen Namen haben. So, ich ziehe mal nochmal den Weitwinkel zurück, weil sonst sieht das nicht so aus, als wäre es. Siehst du die 4 Paneele oben auf dem Dach? Die 4, das sind dann wahrscheinlich 800 Watt oder was sind da drauf? Ja, ich glaube ja. Ich müsste es nochmal nachlesen, aber ich denke, es sind 800 Watt. So, und das ist ordentlich. Das heißt, ich kriege im Winter ungefähr 100 Watt raus. Wenn die Sonne scheint, sogar ein bisschen mehr. Du kannst natürlich nicht deine Ente im Backofen haben, noch heiß duschen gehen und ich sag mal, das Haus noch auf 30 Grad heizen. Aber es hilft. Nicht. Es hilft, definitiv. So, hier vorne ist die Kollegin schon mit drin. Das Haus ist jetzt viel kleiner wie das daneben. Das haben wir eben gefilmt. Da gibt es ein eigenes Video zu. Das kostet knapp über 80.000, glaube ich. Und mit der Terrasse und allem drum und dran. Und hast du nicht gesehen, knapp 100. Aber das ist ein richtig Riesenhaus. Ist das Größte, was ihr habt? Moment, ja. Wir arbeiten gerade an einem 10x3-Projekt. Das ist das nächste, was wir jetzt planen. Aber 840 ist gerade das längste, was wir bauen. So, wir haben es drauf. Und ich gehe jetzt mal mit dir rein. Und da sagst du, die Farbe ist deine Lieblingsfarbe. Ja, das ist meine Lieblingsfarbe. Mein Mann hat die Augen verdreht und die Hände über den Kopf zerschlagen. Aber zu Recht? Nein, überhaupt nicht. Was glaubst du, wie viele Komplimente wir hier schon bekommen haben? So, jetzt hast du ein Riesenfenster hier. Das ist natürlich, wenn die Sonne scheint, auch ein Rieseneinlass. Aber man kann es zumachen, ne? Ja, natürlich. Du hast eine Innenverschattung, das siehst du oben schon, das Rollo. Das kannst du zumachen. Und du musst es ja auch natürlich nicht so hinstellen, dass du komplette Südlage hast hier mit dem Haus, ne? Die Treppe, kann man die kaufen bei euch? Na klar, die kaufst du auch, wenn du möchtest. Preis, was kostet was? Ist mit im Haus mit drin. Gut, also die Treppe ist mit drin. Das war die richtige Antwort, die ich hören wollte. Kommt ruhig mal raus, dann kann ich rein. Genau. Und hallo? Dzień dobry. Sehr schön. Also das Einzige, was kann noch Polnisch. Und, du hast doch eine polnische Ehefrau, hast du gesagt. Ja, und? Das heißt, du sprichst kein Polnisch? Nee, natürlich nicht. Weil die kam mit 4 Jahren hierher. Also die spricht also ohne Akzent Deutsch. Und wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio mal ein bisschen leiser machen. Wir could turn down. Ansonsten kriege ich Schwierigkeiten hier mit unseren Kollegen von YouTube. Da habt ihr jetzt einen ganz tollen Tisch gewählt. Den kenne ich, den Halter, nämlich der ist bei vielen Reisemobilen dabei. Ja, na klar, das ist aus dem Campingplatzbereich, das weißt du auch, das siehst du auch. Ich drehe es mal ein bisschen. Der ist toll. Der kannst in allen Seiten, in allen Richtungen, kannst du als Arbeitsplatzerweiterung machen, als Küchenarbeitsplatte, alles. So, ich setze mich jetzt mal hier rein und du bitte auch mal hier in die Ecke. Warte mal kurz, du gehst mal in die andere Ecke. Ich gehe mal hier in die Ecke und die Kollegin geht mal weg. So, jetzt seid ihr alle im Fernsehen. Da sind wir. Einmal bitte winken. Genau. Sehr schön. Und da sieht man eigentlich, wenn man hier sitzt, sieht man eigentlich, wie toll ihr das gemacht habt mit den Fenstern an allen Seiten. Das ist unglaublich hell, das Haus. Es ist total hell, es ist freundlich, es lädt ein, du siehst das ja. Und wir haben einen großen Bereich. Guck mal, wir sind jetzt hier mit 6 Leuten in dem Haus. Das ist unglaublich, ne? Das ist aber. Genau. So, mit 6 Leuten drüben waren wir mit 30 Leuten drin. Ja. Das ist Wahnsinn und trotzdem passen alle noch und man hat nicht den Eindruck, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt, ne? Ja, das Raumgefühl hier natürlich durch das Dach ist riesig und ich nehme an, der Kopf, wenn du oben schläfst, ist auf der linken Seite, oder? Ja, besser ist. Besser ist.
So, alles, was ich sehe, ist dabei. Das heißt, dieser Tisch ist dabei, ist auch dieser Wechselrichter dabei, der hinten drin ist? Alles mit eingebaut und verbaut, na klar, und das ist alles mit dabei. Also Ist das Lithium schon, was ihr verbaut habt, auch wegen Gewicht? ja, richtig. So, also, die Küche ist mit drin. Auch die habt ihr selber gebaut. Das ist jetzt keine Ikea-Küche, die ihr irgendwie eingebaut habt, sondern... Auch hier mit der Farbe noch ein bisschen variieren. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir das hier nicht in weiß und grün machen, weil ich den Kontrast so stark fand und habe deswegen gesagt, wir versuchen die Küche mal ein bisschen dunkler zu gestalten. Ich finde es mit dem Pastellgrün einfach eine tolle Mischung. So, wenn Sie nämlich bei uns bleiben, sie erklärt uns das ganze Haus, da können Sie ein bisschen zuhören. Was halten Sie davon? So, denn die ganzen Auszüge und alles wird ja in Polen Handarbeit, oder? Das ist bei uns in der Produktion, bauen wir das. Bitte mal öffnen, dass wir mal ein paar Sachen sehen. Also da vorne ist Besteckschublade, jetzt alles gefüllt mit Prospekten. Genau. Da habt ihr 2 Stück von. Ist denn auch hier eine Waschmaschine mit drin? Nein, natürlich nicht. Also ich sag mal, das wäre jetzt zu viel des Guten. Könnte man ja machen. Kann man alles machen, man kann alles bauen, na klar. Eine Deo Mini zum Beispiel, so eine kleine, Ja, die könnte man einbauen. Du siehst ja, hier ist zum Beispiel auch kein Backofen mit drin. Ne? Also wenn ich mal hier aufmache, du siehst, hier ist kein Backofen mit drin verbaut, sondern wir haben hier tatsächlich nur die Induktionsgasfläche und den Gasherd. Ja, das ist ein Gas. Ist das Induktion oder Gas? Was ist das? Das ist Induktion. Nee, das ist Induktion, aber mit Gas. Aber es ist so, du brauchst ja auch nichts anderes, wenn du jetzt hier unterwegs bist. Also es reicht ja, wenn du eine Kochfläche hast, wo du was machen kannst. So, okay, verstanden. Dann der schöne Gaskühlschrank, den habt ihr auch mit drin. Und der kann auch 12 Volt und 230. Dann unten ist noch ein Fach drin. Das ist wahrscheinlich, falls ein Backofen doch mal reinkommt. Naja, man kann nachträglich sicherlich hier noch was machen, aber muss man das? Ich weiß nicht. Muss man nicht. Nee, muss man natürlich nicht. Oben drüber bitte mal öffnen, die Oberschränke, dass wir die mal sehen. Wie viele stehen nochmal in Rostock? Wie viele Häuser hast du an der Ausstellung? Es stehen 15 in der Ausstellung. Und 15? 15, habe ich doch schon ganz oft jetzt erwähnt. 15, na klar. Hast du mich mal angeschrieben, dass ich kommen soll eigentlich? Noch nicht, aber ich wäre an dem Punkt gewesen jetzt bald. Nein, wir haben tatsächlich unsere Baustelle. Ich schicke dir gerne mal Bilder, dann kannst du das sehen. Wir arbeiten nämlich gerade an dem neuen Grundstück, wo dann demnächst 30 stehen sollen. Boah, dann ist ja demnächst Schluss mit Arbeiten bei dir, ja? Du hast das Geld dann verdient. Nein, leider nicht. Leider nicht. Solange die bei mir stehen, dann noch nicht. So, wie komme ich da hoch eigentlich? Achso, da hoch kommst du über die Lampe. Guck mal, die über den mit dem Herd bitte mal, hoch. ja, bitte mal nehmen. Ja, ich mache das auch gerne. Gut. So, dann... Nein, er wollte nur höflich sein. Ich weiß, ich wollte nur demonstrieren, dass wir Frauen das auch können. Da hätte ich mir als Frau, wo der jetzt so nett war, hätte ich gesagt, ey, wenn du dich unbedingt anbietest, mache ich jetzt. Nein. So, das heißt also, die wird ausgeklappt. So, ist zum Beispiel auch wichtig, dass sie einen sicheren Standplatz hat beim Transport, dass ihr da nicht rumfliegt. Machst du einmal drehen. Ist natürlich hier für die Ausstellung nicht montiert, denn ihr wollt ja keine toten Besucher haben. Dass alle nach oben kriechen. So, und dann gehe ich jetzt mal... Du gehst mal vor, bitte. Danke. Warte. Ich muss mal einmal telefonieren. Ja, du willst ja zeigen, dass hier geht's ja mit rechten Dingen zu. Absolut. So, Nadine geht nach oben. Gemütlich für uns gemacht. Ich komme. Ich lasse dir den linken Platz. Nee, ich komme nicht hoch. Ich wollte nur mal... Aber du siehst... Ich wollte nur mal so das Platzgefühl mal sehen. Also du bist jetzt nicht ganz durch, weil du die Schuhe anhast, aber hier ist jetzt noch keine Matratze drin, gell? Nein, hier ist keine Matratze drin. Das muss man tatsächlich hier noch machen. Dann kannst du dir hier oben eine Matratze hinlegen. Du siehst ja hier, das Bett ist angezeigt. Und du hast ja Platz. Und hier hast du natürlich auch ein schönes Fenster, was du öffnen kannst. Ich merke gerade den Windzug hier im Hintergrund, dadurch, dass ja alles offen ist. Und du hast natürlich auch hier wieder die Rollos. Ich mache sie mal runter. Und dann hast du natürlich auch hier... Ist dunkel. Dunkel. So, ich zeige auch hier mal, hier ist alles Holz. Und ja, es macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Was ich mag, sind hier die Wasserleitungen. Ist aber keine Heizung, oder? Ist die Gasleitung. Die Gasleitung. Naja, du wirst ja sicherlich wissen, wir dürfen das ja gar nicht verbauen. Also es muss frei sichtbar bleiben. Der Gasmelder muss ja anschlagen im Falle des Falles. Der ist auf der anderen Seite. Und deswegen siehst du das natürlich hier so. Ja, ich finde es geil, dass es so gemacht ist. Normalerweise, also das ist hier stark verpresst mit wahrscheinlich Spezialwerkzeugen, die du dann dafür hast. Und ja, wenn du sagst, es hält, dann passt das. Der Trailer ist
aus Rostock gekommen. Ich könnte ihn auch gaslos kriegen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich mache eine Klimaanlage rein, zum Beispiel dann habe ich die Gasanlage drin, ich muss sie nicht nutzen. Das ist frei wählbar, deine Ausstattung. Also was auch immer du machen möchtest, in einem autarken, du bist ja mit dem hier autark. Und wenn du autark bleiben möchtest, müssen wir natürlich ein paar Dinge beachten. Möchtest du, ich sag mal, einen Ofen haben, beziehungsweise einen Backofen, möchtest du einen Kühlschrank haben, eine Heizung etc. Das muss ja irgendwie betrieben werden. Nadine, komm, wir gehen mal runter. Es gibt nämlich noch einiges zu sehen. Und jetzt zeige ich mal gerade, wie sich Nadine nämlich darunter berappelt. Das ist ganz toll, dass du das so zeigst. Du, das lieben Frauen. Entweder zugucken beim Essen, So, beim Runterklettern. So bringe ich das meinen Kindern auch immer bei. Immer rückwärts. Immer rückwärts. Und jetzt gehen wir mal in den wichtigsten Bereich. Genau, erstmal die Leiter weg, nicht, dass da einer noch hochgeht. Und so. Ich zeige euch einmal derweil die Küche hier auf der Seite. Da sind wir. Und hier vorne ist dann nochmal ein Gasofen. Der befindet sich hier auf der Stelle von Truma. Ein kleines Öfchen, weil viel mehr braucht man nämlich auch definitiv nicht in dem Haus hier. Das ist es. Und bitte mal öffnen. So. Bitte mal öffnen, sei mal so lieb. Wir hatten Multivent mit eingebaut. Das bedeutet, der zieht hier die Luft ab und beheizt dann das ganze Haus auch in den Räumen, wo er nicht rankommt. Eigentlich auch aus dem Camperbereich, ne? Das Coole ist, den kannst du im Winter anlassen, auch wenn du nicht heizt. Dann hast du nie Feuchtigkeit hier in dem Haus. Das ist der Sicherungskasten. Genau, das Mach mal ist auf, wieder der bitte. Sicherungskasten. Warte, dann muss ich einmal hier rum. So. Leute wollen ja immer gucken, ob das gut gemacht ist. Das ist mehrsprachig. Also wenn ihr jetzt hier Polnisch seht, das ist nicht die einzige Sprache auf dem Nein, Zettel. natürlich nicht. Wir haben Englisch ist unsere Produktionssprache, das hast du ja schon mitbekommen. Und Deutsch ist natürlich die Sprache für unsere Kunden und auch für uns. Ne? Sehr schön. Also, das ist mit drin. Vom FI bis zum geht nicht mehr. Da sind die Gartenmöbel. Genau, 2 Gartenstühle. Die kannst du natürlich drin wie draußen verwenden, wie du das möchtest. Hier links. Stauraum. Hier, genau. Weiter. Stauraum, wie man sieht. So, und dann hier drunter sind die Batterien. Genau, die Batterien sind da nochmal Okay, dafür. cool. Also, da siehst du die Lithium-Batterien, die drin sind. Hier hast du den Frischwassertank. Von der anderen Seite hast du ja gesehen, dass es die Zuleitung draußen gab. Geil, eine praktisch analoge Füllstandsanzeige hast Richtig, du hier. genau, damit du auch immer weißt, wie viel Wasser ist noch im Tank, ne? Das siehst du auf der linken Seite, in diesem milchigen, dann wird das angezeigt. Genau, da Ja. wird's Man kann natürlich auch einen Tankfühler einbauen, aber brauchen wir hier gar nicht. Guck Nein, rein. du siehst es ja. Du kannst das sehen und dann weißt du auch, okay, wird wieder Zeit, dass ich mal was nachfülle. Schön. Oben drüber. Könnte man auch, es gibt ja so einen Festwasseranschluss, also der Kannst du auch machen. würde auch gehen. Ja, ja, geht auch. Na klar, dafür haben wir unterm Haus einen Festwasseranschluss. Zeige ich dir nachher nochmal. So, also Stauraum haben wir genug. Genau, Stauraum ist jede Menge da. Man sollte eh nicht so viel mitnehmen. Dann kommt wieder deine tolle Tür mit dem Fenster, mit dem Spiegel. Diesmal nicht. Kein Spiegel hier drin verbaut, hast du recht. Aber trotzdem ist es eine tolle Tür in einer tollen Farbe. Absolut, ja. So, jetzt sind wir im Bad. Ich gehe mal in die Dusche. Hier haben wir tatsächlich nur einen Duschvorhang. Man kann in angemeldeten Trailern, die auf der Straße unterwegs sind, keine Duschkabinen einbauen. Das geht nicht wegen zertifizierten Glas, was du nutzen musst. Und deswegen haben wir hier natürlich dann den Duschvorhang. Okay, verstehe. So, das hier ist auch jetzt keine Ladung, das ist jetzt quasi ein Wohnwagen, oder? Das ist ein Wohnwagen, angemeldeter Caravan-Trailer, ja, ein Wohnwagen, genau. Das ist ja geil. Das heißt, ich geht's los. bin noch unbeschränkter, wenn ich den mal im Garten stehe. Klar, da darf ich auch nicht drin wohnen, aber Nein, ich kann den abstellen. Genau, du kannst alles jederzeit abstellen. Solange du ein Kennzeichen dran hast, zahlst du ja Steuern und auch Versicherungen dafür. Und damit kannst du es überall hinstellen, wie jeden PKW auch. Wenn du natürlich kein Kennzeichen mehr dran hast, dann musst du natürlich gucken, nach 180 Tagen kommt dann irgendjemand und sagt, du, wie sieht's aus, hast du eine Baugenehmigung dafür? Das heißt, also Wohnwagen sind ja gar nicht so teuer. Hier ist eine Trenntoilette drin, die kenne ich. Genau, die Kommt aus Finnland. Richtig. Das ist eine Separé, man sieht es auch an der Flagge. Ja, ich kann mir ja nichts merken, aber ihr macht es mir ja einfach. Ja. Genau. Aber die kennen wir, die gute alte Separett. Richtig, ja, die kennt man ja wirklich. Die ist ja fast in jedem autarken Wohnmobil drin, ne? Gasboiler, Duschen geht auch über Gas, oder? Ja, genau. Duschen geht auch über den Boiler, ganz klar. Abwasser, wo geht das hin? Auch in den Tank. Jetzt habe ich dich, Ja, einmal. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich gerade selber mal kurz überlegen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir die Leitung nach draußen haben. Das müssen wir unterm Haus gleich nochmal sehen. Wenn du mal kurz hier rauskommst, Nadine, dann filme ich einmal das Bad mal komplett ohne dich, weil dass die Leute mal sehen, wie groß das ist. Also rechte Seite nochmal der Gasboiler, hier ist die separate Toilette. Auch da könnte man auch eine Kassettentoilette reinmachen. Aber die separate ist das absolute Mittel der Wahl. Eine Komposttoilette hält wirklich lange. Ja. Sehr schön. So, wir sind durch. Nadine, ich werde
Ich verspreche dir, ich komme nach Rostock. Und Ja, dann unbedingt. Du bist herzlich eingeladen. guck ich Mein mir Mann mal- würde sich sehr freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Der guckt nämlich auch gerne deine Videos. oh, das tut mir leid. Das hast du gut erkannt. Achso, ganz kurz, hier Ja. unten drunter, das ist ja eine Schlafcouch, oder? Ja, das kannst du wie alle unsere Couchen. In jedem Haus kann jede Couch ausgezogen werden und dann entsteht natürlich auch das Lattenrost, wenn du das rausziehst. Du hast natürlich noch einen größeren Stauraum und ganz klar der Bettkasten unten drunter in den Schubfächern und du kannst natürlich auf der Rückenlänge, die du da siehst, das Ganze erweitern und Super, drauf zeig mal. Ist klar. Warte. So, das ist, nee, die Leute wollen ja einmal sehen, weißt du, jetzt haben wir die Zeit und hier, der Mann freut sich auch schon, jetzt sieht das auch mal, oder? Ja, bin gespannt, was da gleich entsteht. Der Tisch, den kann man übrigens binnen 5 Sekunden einfach abnehmen und auf der Mensch Nadine, du bist mein Held heute, dass du alles das machst, was ich will, das macht meine Frau nie. Wenn Ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt hier Manchmal so liegt schnell manchmal in der Natur der Sache, ne? du, wenn man nett fragt, kriegt man meistens keine Antwort. So, der ist jetzt gelockert und dann kann man den einfach anheben. Genau, ich will den aber einmal komplett wegmachen. Ich zeig mal gerade, das ist dieser patentierte tolle Ständer, den man auch unter anderem bei HAZ im Einsatz hat und bei diversen anderen von Lagoon. Wo stellen wir den denn jetzt hin hier? So, einfach mal dagegen. So, auf der rechten Seite sind Duftkerzen, nehme ich an, hier in dem Teil drin. Nein, das sind keine Duftkerzen, das ist tatsächlich unser komplette Muster. Wenn du jetzt mit einem Kunden sitzt und der Kunde sagt, Mensch, was ist eure Auswahl, dann musst du natürlich auch ein bisschen zeigen können. Guck mal, hier, das ist zum Beispiel der Fußboden, den wir in dem Haus drüben drin haben. Siehst du das? Ach so, da sind... Genau, das sind im Grunde genommen kleine haptische Muster. Damit du du hast ja als Kunde nur eine gewisse Vorstellungskraft, wenn du so ein Haus kaufst und ausstattest. Und wir wollen es natürlich so einfach wie möglich gestalten. Du siehst, guck mal hier als kleines Beispiel, Die Gardinen. die Gardinen. Das ist die Auswahl an Gardinen, die wir anbieten. Und da kannst du dir dann was Schönes aussuchen. Sag mal, wenn ich jetzt nicht stilfest bin, kann ich sagen, hier Nadine, Ja, klar, mach gerne. mal... Aber das macht keiner. Das macht ich keiner. würde das machen. Du würdest das machen? Ja, ich hab einen neuen Concorde bekommen, Dann habe ich mir los. von Concorde einrichten lassen. Gesagt, ich will nichts selber bestimmen, mach dir selber. Perfekt. Also wäre mein Traum, wenn ich so einen Kunden hätte. Hast dann, du. Ja, ich wollte es gerade sagen, dann bist du mein Erster damit. Hast du. Es ist so, du, wie gesagt, dann einmal zeigen, nicht, dass es irgendwie purpurfarbene Möbel sind. Aber das machst du ja nicht. Ich nehme an, die Häuser hier hast du ja auch selber jetzt. Die haben wir komplett selber designt. Das heißt, der Fußboden, die Wahl, die Außenfarbe, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das meine Lieblingsfarbe ist. Wir entscheiden darüber, wie die Couchen aussehen sollen. Also alles komplett. Die ganze Innenausstattung liegt bei uns. Wie bist du auf die Idee gekommen, Tiny House zu verkaufen? Wir haben selber im Tiny House gewohnt. Ja klar, aber dann irgendwann muss man ja mal... Nein, pass auf, Corona hat ja viel verändert. Ne? Und wir haben in der Zeit auch überlegt, Mensch, es macht einfach Spaß, Dinge zu machen, die man gerne macht. Und Tiny Häuser, das ist für uns einfach wirklich ein gewisser Lebensstil, den wir nicht nur selber gelebt haben, sondern für uns ist das einfach eine tolle Geschichte, selber das Haus zu gestalten. Und du siehst ja auch, wie glücklich die Kunden sind, wenn sie nachher drin wohnen. Aber jetzt, wo das große Geld da ist, jetzt wieder ein normales Haus, oder? Du, ich habe 4 Kinder und einen riesengroßen Hund. Ich kann 4 in keinem Kinder? Tiny House wohnen. Ja. Hast du noch andere Hobbys? Ja, mein Mann guckt gerne deine Filme. Sind die Das schon seine groß? Hobbys. Große Kinder? Naja, meine größte ist jetzt 11, dann kommt mein Sohn, der ist 9, meine zweite Tochter ist 4 und meine kleinste, die wird jetzt bald 2. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, Da hast du ja noch ein bisschen Spaß im Leben. Immer, den So, habe ich immer. mein Sohn ist 11 jetzt, deswegen. Du? Und ich hab ein Foto bekommen gestern, die waren einkaufen, ich habe ihn nicht mehr erkannt. Ja, Wieso? Was hat er gemacht? Nee, der wird immer größer und der Ach wird, so. wenn ich 5 Tage weg bin, ist er irgendwie 2 Zentimeter größer geworden. Siehst du, ich habe gestern ein Foto bekommen von meiner Tochter, die leicht gefiebert hat. Oh je. So sieht's aus. Ne? Mit dem großen Zürni-Smiley, wo dann drauf kam, komm sofort zurück, ich brauche dich. Der Mann unterstützt dich aber da, hier bei dem Job. Klar, wir machen das alles. So, jetzt ziehst du es raus. Guck mal, so und jetzt? So, dann wird es da reingelegt. Nadine, ich danke dir so sehr, dass du das gemacht hast. So. Und jetzt bitte mal drauf flezen. Sowas von gerne. Das ist gar nicht Genau, dass du einfach mal drauf gehst. So, da ist Nadine. Mal ein Stück zurück, dass du dich mal nicht ganz so angestrengt da, mal so ganz dagegen. Genau, die Füße nicht drauf, sonst gibt es wieder gleich einen Shitstorm. Und dass wir das sehen. Das ist Nadine Spiller war es. Nadine Spiller aus Rostock, der Hansestadt Rostock. Mobi aus Deutschland. Genau, Mobihaus Deutschland. Du darfst noch mal kommen, nimm das Handy mit, sonst hast du gleich 2. Oder keins? Und kostet 54.534,43 €
Und habt ihr schon Häuser verkauft jetzt hier auf der Messe? Wir haben ja die 2 Häuser hier mit und wir haben für beide Häuser tatsächlich Kaufangebote. Und ich weiß noch nicht, die Dame, die das Haus kaufen wollte. Was heißt denn Kaufangebot? Was ist denn das? Ja, Kunde sagt, ich gebe dir 3 Euro. Ja, so in der Richtung. Also ich habe diverse Kaufangebote jetzt gehabt. Tatsächlich muss man mal ganz klar sagen, die Häuser, du hast es ja schon erkannt, die sind preislich unschlagbar. Und du hast ja gerade gesehen, was wir alles in den Häusern verbauen. Ich denke, großartig verhandeln ist da sowieso nicht mehr. Wir haben natürlich einen Messepreis. Du siehst ja auch, was da reingeht an Leuten und dementsprechend da immer durchgeschleust wird. Wir haben immer noch eine Schlange. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gefilmt haben, aber das ist immer noch eine Schlange. Ich kann es dir sagen, 24 Minuten und 47 Sekunden. Also du bist das längste Video hier auf der Messe. Sehr gut. Zusammen haben wir jetzt weit über eine Stunde gefilmt, aber zu Recht, denn ihr habt mitunter die schönsten Häuser hier auf der Messe. Ja, super, die sind alle schön, ja. Aber hier, ihr habt euch so viel Gedanken gemacht, ja. Richtig. Dann hier, diese Häuser hier, das sind wahrscheinlich Wettbewerber, sowas baut ihr ja nicht, oder? Was heißt denn hier Wettbewerber? Das sind unsere individuellen Projekte. Was heißt denn das? Ja, du kannst als Kunde mit deinen durchgeknalltesten Ideen zu uns kommen und wie du siehst, haben wir hier alles schön umgesetzt. Egal ob von der Dachterrasse. Ausgestaltung. Dachterrasse siehst du hier. Hier hast du nochmal, es ist ein 10x3 Haus. Das ist eins der ersten, was wir jetzt schon gebaut haben. Hier, das ist Ach so, 3 Meter breit. 3 Meter breit. Das ist ein Schwertransport. Das geht dann in den Bereich schon Sondergenehmigung rein, ja. Ungefähr, wo liegen wir da bei einem 10x3? 100? Ja, 100 bis 115. Es kommt ganz darauf an, was du an Ausstattungsdetails wählst. Ist natürlich eine Welt, wenn du 50 cm mehr Breite hast. Also ja, das ist klar, auf jeden Fall. Macht eine Menge aus. so, und das hier in Rot ist auch kein Problem, sehe ich. Genau. Es gibt auch eine Markise auf Wunsch. Sowas kann man. Kannst du auch, eine Markise kannst du dazu bekommen, natürlich, gar keine Frage. Doppelbett sehe ich hier. Das ist ein Liftbett. Schau mal, siehst du das? Dass das Bett hier hochgezogen wird an den Seilen. Das habe ich zum Beispiel auch in Rostock stehen, das Haus. Tatsächlich, ich glaube, das ist sogar das Haus. Da ziehst du das Bett über eine Mechanik hier, über einen Knopf nach oben, es wird hochgefahren und dann kannst du, das ist auch ein autarkes Mobil, mit dem kannst du auch unterwegs sein. Hubbett. Super. Cool. Nadine, das Ganze unter mobihaus.pl. Hast du eine deutsche Adresse auch? Natürlich, mobihaus.de. mobihaus.de. Ja, kommt nach Rostock. Wir sind heute am 1. Juli 2023. Stimmt das? Ja, 1. Juli. 1. Juli 2023 auch gucken. in Karlsruhe. In Karlsruhe auf der New Housing. Das erste Mal, dass wir auch hier sind. Ist das gut? Du kommst nochmal? Wir sind total begeistert. Also wir kommen definitiv wieder. Du siehst ja, was hier los ist. Und der Wind geht, ja. Das ist aber schön jetzt. Heute ist es sehr angenehm. Gestern und vorgestern war es sehr schwül. Ich finde es total angenehm, dass heute mal ein bisschen windig ist. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Nadine Spiller aus Rostock. Tschüss, Nadine.